Hallo Leute, gestern Abend sind wir angekommen hier in Pyeongchang bei den Olympischen Winterspielen 2018. Jetzt sind wir auf unserer Unterkunft und im Hintergrund seht ihr das Olympische Dorf. Genau, ihr seht hier so Hochhäuser, wo die jeweiligen Nationen drin leben, teilweise gekennzeichnet mit irgendwelchen Flaggen. Bei unserer Ankunft haben wir nicht nur unsere Zimmerschlüssel erhalten, sondern auch ein Geschenk von Samsung. Das Samsung Galaxy Note 8 in der Olympia Edition. Was an dieser Version anders ist? Und was noch so dabei ist, das zeigen wir euch gleich. In diesem Stoffbeutel haben wir die Olympia Edition bekommen. Hier seht ihr einmal einen Eislaufschuh, das Olympia-Logo und hier nochmal Galaxy. Und jetzt schauen wir, was alles drin ist. In diesem Beutel haben wir zwei Kartons. Einmal dieser dünne Karton hier wieder die Olympia-Logos. Hier sind für jede Sportkategorie Samsung-Pins enthalten, jeweils mit dem Samsung-Logo und mit einem kleinen Bild, das die entsprechende Sportart beschreibt. Hier zum Beispiel unseren Sport, der Viererbob. Viel wichtiger ist aber, was noch in der Packung enthalten ist. Da ist es, das Samsung Galaxy Note 8. Und zwar in der Olympia Edition. Die Verpackung ist in einer Lederoptik gehalten, ist um einiges größer. So, dann machen wir das Ganze mal auf. Unter dem Deckel seht ihr gleich die normale Verpackung des Samsung Galaxy Note 8. Hier trotzdem wieder mit dem Olympia-Logo. So, was haben wir sonst noch alles hier? Hier haben wir einen Battery Pack von Samsung für schnelles Aufladen. Hier ein Samsung Case, ein weißes, wieder mit den olympischen Ringen drauf. Hier haben wir für uns noch eine SIM-Karte, mit der wir, während wir in Korea sind, das neue 5G-Internet nutzen können. So, der Rest hier ist nur noch Karton. Und diese Plastikplatten sind dafür da, dass man diese schöne Kiste im Nachhinein noch verwenden kann als Aufbewahrungsbox für alles Mögliche. Und hier kann man eben noch die einzelnen Fächer unterteilen. Nun zur eigentlichen Verpackung des Smartphones. Hier außen seht ihr nochmal die Logos, die Olympia-Ringe und das Samsung-Logo. Darunter eine komplett in schwarz gehaltene Samsung-Box. Hier seht ihr nun das Galaxy Note 8. Momentan sieht es noch aus wie jedes andere, aber wenn wir das hier herausnehmen, seht ihr schon, die Rückseite ist weiß und die olympischen Ringe sind hier in Gold drauf. Zuerst schauen wir uns aber an, was noch in der Packung drin ist. Hier einmal die Nadel zum Öffnen des SIM-Kartenschachts. Hier ein USB-Adapter, dass man USB-Sticks auch an das Smartphone anstecken kann, somit ein USB auf USB Typ C Stecker. Hier nochmal ein Adapter für altes Zubehör, wieder von Mini-USB auf USB-C. Hier noch das Netzteil für die Schnellladefunktionen von Samsung. Hier unten haben wir noch das USB-Kabel, Ersatzminen für den S-Pen, verschiedene Aufsätze für die Kopfhörer und hier die In-Ear-Kopfhörer von AKG.
Hardware-technisch ist die Olympia-Version genau gleich wie die normale Version des Note 8. Jetzt sehen wir, was die Software so zu bieten hat. Bis jetzt alles gleich wie beim normalen Note 8. So, hier seht ihr schon die Änderungen beim Start. Hier im Sperrbildschirm seht ihr schon mal das Olympia-Design, hier mit einer Art Medaille. Beim Entsperren seht ihr dann wieder die olympischen Ringe und auch schon den Hintergrund. Die Icons sind ja auch alle ein bisschen anders als in der normalen Version, alle in den olympischen Farben gehalten. Ja, und der Hintergrund, wie ihr seht, auch in olympischen Farben und im Olympia-Design. Zum Vergleich nochmal hier die normale Version. So, jetzt seht ihr, sind die Icons wieder alle anders, alle normal. Hier unten auch die virtuellen Knöpfe auch farblos gestaltet. Und hier die Icons sind auch wieder wie gewohnt vom normalen Note 8. Das waren im Großen und Ganzen die Unterschiede der Olympia Edition des Galaxy Note 8. Hier seht ihr noch einmal das mitgelieferte Case. Zum Abschluss testen wir noch die Internetgeschwindigkeit. Hier bei den Olympischen Spielen testen sie ja die 5G-Verbindung. Hier oben seht ihr schon mal LTE+. Wie schnell die Downloadrate wirklich ist mit der SIM-Karte, die wir bekommen haben, das testen wir jetzt. Wie ihr seht, die Download-Geschwindigkeit ist schon mal ziemlich beeindruckend. 171,51 MB pro Sekunde. Und eine Upload-Geschwindigkeit von 11,83 MB pro Sekunde. Das war's mit dem Video zum Galaxy Note 8 in Olympia Edition. Ich werde mir das Handy jetzt gleich einrichten und ciao, bis zum nächsten Mal.